Wir werden uns gleich ein bisschen Bahamas angucken. Ich habe heute mit Eli richtig lange drüber geredet, wo wir hinreisen könnten. Wir sind die ganze Welt wieder durchgegangen, weil wir haben ja letztens so Bali-Videos angeguckt und es hat irgendwie mich nicht so fett gereizt. Und habe ich ihm gesagt und dann kamen wir irgendwie auf den Entschluss, dass Bahamas cool ist. So, Bahamas, okay. Also, wir haben jetzt, Migo, Dank für den zweiten, hier lasse ich meinen Prime aber doch gerne da, danke dir. Wir haben geplant, wir haben uns vorgenommen, heute zu den Bahamas zu fliegen, anstatt nach Bali. Bahamas, Inselgruppe in der Karibik und ist ganz nah an Miami dran. Folgenden Vorteil, wir können hier so 3-4 Tage irgendwo chillen. Nassau ist, glaube ich, wie heißt es? Mann, wie heißt die Hauptstadt? Ist entweder Nassau ist die Hauptstadt oder hier irgendwas mit E. Excluta, irgendwie sowas. Bahamas heißt todeslangweilig. Das ist aber schön. Wir werden da so 3-4 Tage chillen und danach in den restlichen Tage nach Miami. Und das ist direkt daneben. Das ist eigentlich voll smart. Mann, wie heißt das, Digga? Bahamas, Exuma. Ah ne, das ist gar nicht die Hauptstadt. Bahamas. Hauptstadt Nassau, okay. Aber Nassau ist so klein. Ich weiß, das Problem ist, wir sind halt wieder... Hey yo, what's up, Calvin? Yes, of course, we're going to Miami. Yeah, that's the plan. Und ich weiß nicht, wie lange wir Zeit haben. Es wird, glaube ich, zu Anfang September, sein Ende August. Dann Eli würde nach Hause fliegen, weil er kann nicht so lange. Orlando ist dort, vielleicht bleibe ich dann noch. Also Orlando, wo mein Onkel, den will ich eigentlich schon lange besuchen. Dann nach New York vielleicht wieder. Uncle Keith. Orlando könnte auch cool sein. Da ist halt auch Disneyland und sowas. Da sind, glaube ich, auch irgendwelche Universal Studios. Ja, Universal Studios. Die gibt es auch dort. Die gibt es halt auch in LA. Universal Studios, da ist Disneyland in Orlando. Vielleicht kann man sowas besuchen. Miami, Eli muss mal in Miami sehen oder so. Ich schwöre, da muss einmal, wenn er mehr, Kalle schreibt, er ist mehr auf Kinder gehypt als auf Miami. Das Ding ist, wir wissen halt null, wo man jetzt hingeht hier, zum Beispiel Bahamas. Gehört Turks und Caicos gehört dazu? Ich glaube nicht. Da war mal, wie heißt die? Kylie Jenner war da mal, das weiß ich. Ne, ist ein eigenes Land. Ja, Bahamas, ich weiß nicht, wo man da hingeht. Irgendwie so eine Insel. Müssen wir uns aussuchen. Vielleicht gibt es irgendwelche Videos zu oder so. Und dann ist dort so geplant 3-4 Tage, dann Miami 3-4 Tage. Und dann würde Eli nach Hause fliegen und je nachdem, wie viel Zeit wir haben, noch weiter hier nach Orlando, vielleicht New York, vielleicht LA, keine Ahnung, wie viel Zeit wir haben. Bermuda-Dreieck ist auch in der Nähe, natürlich, Leute. Bermuda-Dreieck ist, glaube ich, hier, so hier. Irgendwo hier. Genau vor Miami, ne? Wann fliegt er immer durch? Bahamas bestimmt nur ein Flughafen. Ich glaube schon. Und da muss man so mit so Wasserflugzeugen oder so zu einer anderen Insel. Es geht auch von Miami. Ich glaube, wir müssen nach Miami fliegen und dann von Miami irgendwo auf so eine Insel mit so einem kleineren Flugzeug. Vegas auch geil, da sehe ich mich nicht. Bermuda-Dreieck ist was für Eli. Eli glaubt an das, ja. Dass da ein Wurmloch ist im Bermuda-Dreieck. So, keine Ahnung. Ich gehe einfach mal auf Airbnb oder bei Hotels. Oder erstmal auf YouTube vielleicht. Bahamas Vacation Tipps vielleicht, irgendwas. Top Things to do in Nassau, Bahamas. Cool. So was haben wir auch von Bali angeguckt. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, nicht Vegas. Ich will nicht nach Vegas. Vegas mit Monte. Ich war gestern mit Monte im Casino, by the way. Initially, you might think you'll spend your Nassau vacation lazing around the hotel pool Boah, Atlantis Hotel ist das, glaube ich. Das gibt's auch in Dubai. and beach, catching up on rest and relaxation. But chances are you'll feel rejuvenated within a day or two and will be looking for something to do. So, we've got you covered with our top 10 things to do in Nassau, Bahamas. Number 1. Aquaventure at Atlantis. Das ist ein Hotel. Most people are familiar with Sticker. the Pink Palace Sieht's aus? known as Atlantis Resort Ja. because it so often appears on calendars, travel websites, and desktop Cool. wallpapers. What many people don't know is that Da sehe ich uns im Hotel. Sieht aus wie im Fortnite, ich schwöre. you don't have to be a guest of the resort in order to enjoy its water park called Aquaventure. All you need is to purchase a day pass to have fun among 20 million gallons of Lecker. water.
This includes 11 pools, a mile Ey, das sieht so lustig aus. Das mit Kali, Kenner, geil. long river ride with high-intensity rapids and wave surges, and some water slides like the 6-story Mayan temple, where riders plummet into a shark-filled lagoon. Weiß ich nicht, hier so eine Rutschen, sieht mir zu schnell aus. Slow things down at the Royal Baths, or a zero-entry pool, all of which offers access to Paradise Beach. It's a great way to spend the day. Number 2. Day trip Da sind schwimmende Schweine. to Exuma to swim with the pigs. Although berühmt. this side trip is a bit pricey due to the 89-mile distance involved in traveling from Nassau to Exuma's Big Major Cay, Ich sehe Kalle auf so ein Dings drauf reiten, so Kalle. it's worth it if you love wildlife. You'll be greeted with nurse sharks in the cay, worms, fish, if you love wildlife. You'll be greeted with nurse sharks in the cay, warm, sandy beaches littered with indigenous iguanas, and the famous swimming pigs. Brown and pink, big and little, and piglets too, are all waiting to be fussed over and fed. Watching them frolic in the crystal waters of the Caribbean is much more exciting. Hey, yo, Calvin, watch out! There's a snake! There's a snake! There's literally a snake behind you! Watch than out, seeing dog! pigs on a farm. Not to mention that Exuma is a picture taker's paradise Was and war das pigs denn? on a farm. Not to Digga! Was sind's denn für Haie, dass sie lieb sind? Also, dass sie hier so chillen können? mention that Exuma is a picture taker's paradise. Several companies in Nassau offer Exuma excursions, so be sure to do your research for one that's right for you. Ich will so einen Schwein im Vlog haben. Number 3. Scuba diving. Ja, Tauchen stelle ich mir cool vor, aber ich habe irgendwie Angst. Vielleicht kann man mal probieren. If you like scuba diving, Nassau Aber bis jetzt super. offers plenty of options. From explorations of coral reefs and marine life, to investigating the many hauntingly beautiful ships Vor was Angst? Keine Ahnung, so lange unter Wasser zu sein und so. Guck mal, stell dir mal vor, du tauchst und du bist so bei dem Dings und du kriegst die ganze Luft durch so eine Sauerstoffflasche. Ich hätte vor Angst. shipwrecks Keine in Ahnung. the area. If you're an adrenaline junkie and need to kick your dive experience up a notch, some scuba facilities in Nassau offer extreme adventures that introduce divers to sharks Digga, for stell an mal vor, ich habe so einen Vlog, Digga. Was ist denn das? up-close and personal look. These dives can also include shark feeding, if you dare. Hä? Just remember that this activity Rochen. isn't something you can rush into. Scuba requires extensive instruction and certification, so plan wisely. Ich habe mich nicht mehr ins Wasser trauen. Number 4. Snuba. Ja, Mann. Snuba. Snuba is designed to mimic scuba diving, except that no certification or prior experience is needed. Equipment includes a mask, snorkel, fins, weight belt, breathing regulator, Das sieht mir schon ein bisschen besser aus, so. Na, so einfach so Schnorcheln mit so einem langen Schlauch. and harness just as scuba diving does. However, the tank providing fresh breathing air remains on a raft and is monitored by a guide. The only thing participants contend with is a long line that connects to the tank, making the experience feel much more like snorkeling. Snuba is offered at a handful of outlets in Nassau, so travelers have options. Certified dive masters will explain all equipment, safety instructions, and info with you before you climb aboard the boat that will take you to your dive location. The only skills required are basic swimming and a desire to have Wie cool muss es sein mit seinen Freunden und sowas? fun. Glasboot, cool. Number 5. Also ein Boot und der Boden ist aus Glas. Du kannst runter gucken. Das werde ich wahrscheinlich machen, anstatt tauchen. Glass bottom boat ride. Das verquatscht solche Boote. If you're hesitant to scuba or snuba, but still want a glimpse under the sea, there's an easy and safe way to see it without having to gear up. Simply climb aboard a glass bottom boat. It's the perfect little sightseeing trip that will bring you an up-close view of colorful coral, tropical fish, turtles, rays, eels, and an occasional shark. The Caribbean islands are rife with these tours, and Nassau is no different. For our experience, we opted for sunshine cruises. They offer the glass-bottom boat experience as well as snorkeling tours. Both come with a tour of Nassau's harbor, emphasizing Digga, stehen da für Dinge. historical sites as well as the homes of the rich and famous. Though Cool. we didn't see a shark during our tour, we did see a turtle and a ray. Number 6. Mini submarine. Digga, was ist denn alles mit Tauchen? Ja, keine Ahnung, was ich machen will.
An underwater sub, the acronym for Scenic Underwater Bubble, is a personal self-propelled submarine. It's a popular activity that allows participants to cruise around 15 feet underwater while enjoying coral reefs and marine life without even getting your hair wet. The sub runs at speeds up to 2 knots per hour, while underwater guides lead the way and prevent any mishaps. Several outlets in Nassau provide this experience with round-trip transportation from your hotel. However, it's wise to research. Also bis jetzt sehe ich am klarsten hier Kalle besoffen mit einem Bierchen in so einem Reifen drin. High-intensity rapids and wave surges, and provide this experience with round-trip transportation from your hotel. Geil, Kalle. However, it's wise to research the parameters of this adventure before rushing into it, because there Die are Frage ist, was auf welcher Insel ist. Wo sind die Schweine? Die Schweine sind in Exuma, glaube ich. Day trip to Exuma to swim with the pigs. Okay, Exuma. some restrictions, including age, height, and select medical problems. Kommt alles mit, keine Ahnung. Wir müssen erstmal schauen, ob wir überhaupt das zeitlich hinbekommen und so. Und dann müssen wir gucken. Wir wollen auch nicht so viele sein. 4, 5, 6 so. Kalle und die Kenner sind safe. Ich glaube, Rort ist immer ein cooler Reisepartner gewesen. Und Eldos wollten wir mal mitnehmen. Number 7. Dolphin and sea lion encounters. Some controversy. Dann sind wir auch schon 6 Leute, ist auch schon sehr viel. Teuer halt und so. Aber ich glaube, Eldos hat zum Beispiel Ferien. Nicht mehr Ferien. Ich weiß nicht, wie lange gehen denn Ferien? Surrounds this type of attraction, with animal activists wanting to stop the practice Bis Ende August machen. and others insisting the encounter provides an educational experience, while the marine life is well cared for in the provided environment. No matter what opinion you adopt, the fact remains there are plenty of opportunities for interactive experiences with dolphins and sea lions if you are so inclined. Lol. Dolphin Cay at Atlantis, Dolphin Encounters on Blue Lagoon Island, and Island Routes Blue Lagoon Island hört sich so cool an. Caribbean Adventures are just 3 of many offered in Nassau, all with competitive prices. Ja, kommt ein bisschen später, Alex, bei Gott. For our experience, we opted for Dolphin Cay at Atlantis, which you can read about on our website. Number 8. Ardastra Garden Zoo and Conservation Center. Ardastra Garden Zoo and Conservation. Ich will nämlich solche Sachen im Urlaub unternehmen. So. Achso, wir sind ja sowieso nur 3-4 Tage so Bahamas ungefähr, denke ich mal. Ich will solche Sachen, so Zoo, mit Delfinen schwimmen und sowas. Und nicht dort mich abschießen die ganze Zeit. Conservation Center is home to nearly 300 Ja, okay, ein Hängebauchschwein brauche ich jetzt nicht. animals, including Vietnamese potbelly pigs, Madagascar lemurs, monkeys, jaguars, Lemur. Ein Lemur. Das kann ich von Madagaskar, oder? Ist ein Lemur. Oder, nee. Momo von Avatar ist ein Lemur. reptiles, and a vast array of birds. Some of these creatures King might Julian. share the pathways with Ach stimmt, King Julian selber ist, glaube ich, ein Lemur. Ja. you as you stroll the park. Markdank für 10. Located only a few miles from downtown Nassau, this place feels worlds away from the busy casinos and nightlife of the islands. Weiß ich jetzt nicht. The zoo schedules feeding times for its lorikeets, so guests can enter the screened aviary to hand feed the colorful birds. Nassau Botanical Gardens is located directly across the street, so it's possible to combine your Qualität. visits and see both on the same day. Boah, geil. The zoo is Number 9. Cabbage Beach. Named as one of the best beaches in the world, Aha. Paradise Island's Cabbage Beach hosts several of the big hotels, including Atlantis, Hotel Riu Palace, Also Atlantis Hotel hört sich gut an. Rio Palace? Oh, das kenne ich aus Mallorca. and one and only Ocean Club. Public access is on Casino Drive, next to Riu Palace. The beach itself is a beautiful, wide stretch of soft white sand spanning about 2 miles of coastline. Palms, sea grapes, and Australian pines line the aquamarine waters. Small tiki structures provide shade. There are several places to rent water sport equipment, from jet skis to floats. Ich will in Miami Jetski fahren. Not surprisingly, the beach tends to be crowded, more so at the western end. Number 10. Kalle, ich will so in Miami, da wo die alle mit dem Boot langfahren, oder da wo unsere Bootfahrt lang gewesen wäre, da will ich mit Jetski so langfahren, so zwischen den Inseln und so. Queen's Staircase. With just 65 steps spanning 102 feet, this is a steep ascent from Elizabeth Avenue to Fort Fincastle and the Water Tower. Carved out of a
Das ist einfach eine Sehenswürdigkeit, eine Treppe. Aber sieht cool aus. Limestone wall by 18th century slaves, the steps once afforded soldiers protected passage from the fort to the town. Lush vegetation flanks the stairway, and water cascades into a pool below. There were originally 66 steps named Ja, Leute, Ellie ignorieren einfach. Reicht für ein Insta-Bild. to honor Ciao. the 66 years of Queen Victoria's reign. This is Schon nicht Money, auf keinen Fall. Wenn schon wieder Diego. one of the most popular stops in Nassau and is on the agenda of most cruise ship shore excursions. Residents and fitness buffs also use the steps regularly, so they can get quite crowded at times. So there you have it. 10 exciting and amazing things to do during your next vacation in Nassau, Bahamas. All designed to make your holiday an unforgettable one. Okay. Weiß nicht. Ey, das will ich safe mit Ikena machen. Tansania. Safari. Also Ikena ist der Einzige, der bis jetzt gesagt hat, geil. Auf alles ist verrückt. Tansania und Tokio ist auf meiner und Ikenas Bucketlist. Ja, kann er vielleicht auch mal joinen. Yeah.